Das müssen Sie sich vorstellen. Das ist doch zum Verzweifeln, nicht wahr? Da redet man sich um Kopf und Kragen, nicht wahr? Und dann kriegt man sowas zu hören. Was muss man denn solchen Leuten noch erzählen? Was müsste man solchen Leuten sagen, damit sie sich einreihen und mitmarschieren? Das ist doch aussichtslos. Ich weiß, dass ich kein geduldiger Mensch bin, aber ich habe es doch versucht. In unzähligen Wartezimmern habe ich versucht, Patienten aufzuwiegeln. Jahrelang habe ich zum Beispiel der Volkshochschule ein Seminar angeboten. Gewonnen. Noch nicht mal das haben sie genommen. Dem VDK habe ich es angeboten. Abgelehnt. Seehofer geschrieben. Keine Antwort. Irgendwann muss man es kapieren. Das ist bitter, wenn man da ist und plötzlich merkt man, du bist allein. Es ist niemand da. Und dann hat man nur noch die Möglichkeit, sich zu verkriechen, oder man sagt, du musst allein ein Zeichen setzen. Abwarten hat keinen Sinn. In meinem Alter schon gar nicht. Sehen Sie, mir läuft die Zeit davon. Wie lange habe ich noch? 7 oder 8 Jahre. 2 davon im Heim. Wovor soll einer wie ich noch Angst haben, wenn hinter ihm schon der Heimleiter mit dem Sabberlad zwingt? Sehen Sie. Ich suche nicht gezählt jemanden, aber ich denke, vielleicht treibt mir der Zufall jemanden über den Weg. Jemanden, der meine Verachtung verdient. Es laufen noch genug rum. Vielleicht gibt es da eine innere Stimme, die ruft ganz laut. Heute ist dein Tag. 5 Meter vor dir, da steht er. Da flachsen einem Flügel und man kann was man nie konnte. Meistens kommt es ganz anders. Meistens verfliegt der Hass wieder über Nacht. Dann ist der nächste Tag furchtbar. Dann kommt mir das so komisch vor alles. Dann kommt mir das so irrational vor, was ich da tue. Sehr unangenehm, wissen Sie. Ich mag das gar nicht. Mein Leben lang stolz gewesen, ein vernunftbegabter Mensch zu sein. Irrational, das waren für mich kranke Menschen. Ich bin ein Verehrer von Immanuel Kant. Jahrelang versucht, seine Bücher zu lesen. Nicht die. Ja. Sehen Sie, ich habe auch diesen Revolver. Ne? Übrigens wunderschön, hätte nie gedacht, dass mir sowas gefällt. Liegt sehr gut in der Hand. Enfield, ganz berühmte englische Firma. Ein englischer Trommelrevolver von Enfield, Baujahr 35. Mein Jahrgang. Zufall. Großes Kaliber. Ich habe ihn gekauft, weil es der einzige Trommelrevolver ist, den man mit einer Hand bedienen kann. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Muss ja praktisch stecken. So macht man sich Gedanken. Habe sogar meinen letzten eigenen Tag, den habe ich auch schon im Visier. Mein alter Traum, dass ich meinen letzten Lebenstag gestalten könnte. Ich habe das nie leiden können, die Vorstellung, dass man irgendwie jämmerlich tot umfällt, nicht? Oder irgendwo kläglich im Heim verfault oder in der Ecke vertrocknet. Nicht? Aber wenn man ihn gestalten will, muss man ihn selber festlegen. Das ist der Haken an der Sache. Hat er immer überlegt, es muss ja ein vernünftiges Motiv sein, ein achtbares. Man muss sich ja vor der Öffentlichkeit noch rechtfertigen. Wissen Sie, was mich darauf gebracht hat, wie man es machen könnte? Als ich diese Rentenbeitragszettel gekriegt habe, als die mir die Auflistung geschickt haben über meine Beiträge, da habe ich gedacht, Mensch, die haben es ja ausgerechnet. Nicht versicherungsmathematisch kann man den Tag ja festlegen. Dann sind meine Beiträge, was ich eingezahlt habe, und die Zinsen aufgebraucht. Wenn ich länger lebe, falle ich der Gesellschaft zur Last, will ich nicht. So habe ich zu früh, wird Unfug mit meinem Geld gemacht. Und da habe ich mir das versicherungsmathematisch selber ausgerechnet. Der Tag, an dem ich per Saldo mit der Gesellschaft quitt werde. Ich könnte erhobenen Hauptes das Land verlassen. Würde beim Einwohnermeldeamt würde ich mich abmelden, ordnungsgemäß. Vielleicht noch einen Leserbrief, vielleicht kommt jemand von der Presse. Nicht, und dann könnte man gehen. Wäre der Gesellschaft nichts schuldig und es würde nichts bleiben als eine letzte große Klage. Habe ich mir gut vorgestellt. Jetzt, wissen Sie, was jetzt dazwischen gekommen ist? Die Große Koalition hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt ist mein ganzer Zeitplan durcheinander gekommen. Ich habe das sofort bemerkt. Als plötzlich Neuwahlen waren, habe ich gedacht, Mensch, jetzt verschieben sich alle Wahltermine. Wissen Sie, was passiert ist? Mein Stichtag läge unmittelbar vor der nächsten Wahl. Wissen Sie, was das heißt? Wenn diese miserable Regierung wirklich 4 Jahre durchhält, und sie werden es versuchen, dann müsste ich mir diesen ganzen widerlichen Wahlkampf nochmal antun. Ich würde mir diesen ganzen Dreck anhören müssen und dann würde ich gehen und wüsste nicht mehr, welche Elendsgestalt anschließend den Meineid schwören wird, das Land zum Wohle des Volkes zu regieren. Können Sie sich vorstellen, dass man da nicht mehr schlafen kann? Das habe ich ernsthaft überlegt, ob ich nicht, wenn es wirklich so kommen sollte, ob ich nicht der BFA noch 2, 3 Wochen auf der Tasche liegen könnte. Das würde ja gar niemand merken.
Aber mein Konzept wäre durcheinander. Das wäre der erste Abrechnungsbetrug in meinem Leben. Und niemand könnte auf den Grabstein schreiben, er war immer pünktlich. Ja. Macht wahrscheinlich sowieso keiner. Na gut, ich habe mich entschieden, dass ich es auf mich zukommen lasse. Aber eins hoffe ich, dass Sie noch hören von mir. So oder so. Gute Nacht.